Fischstäbchen mit Rahmspinat und leckerem Kartoffelstampf. Aber wir nehmen nicht die Fischstäbchen, wir machen sie in gesünder und sehr viel leckerer. Vor allem, wir machen sie selbst. Dann wissen wir, was drin ist. In Fischstäbchen, genauso wie den fertigen von hier, das da ist zwar ein besserer Kabeljau, aber die ganz normalen konventionellen Fischstäbchen werden aus Fischresten zusammengebaut, meistens mit Transglutaminase zusammengeklebt oder ist halt einfach günstiger Seelachs voll mit Schwermetallen. Das hier ist ein Kabeljau, der ist schon ein bisschen besser. Aber trotzdem haben wir hier drumherum eine Panade aus Weizenmehl und Sonnenblumenöl. Ja, also die werden vorfrittiert in Sonnenblumenöl. Das wollen wir alles nicht haben. Deswegen machen wir das heute glutenfrei. Wir nehmen einen leckeren Wildlachs dafür. Ja, klar, andere Farbe, aber allerfeinste, beste Qualität. Sehr viel leckerer. Wir machen eine Panade mit Buchweizenmehl. Dann machen wir da ein Ei natürlich und ein bisschen hier gecrashte Cornflakes habe ich genommen. Ja, die werden einfach hier zermörsert, dann wird er da drin paniert. Kartoffeln habe ich schon mal vorgekocht. Ja, ich nehme immer festkochende. Ich weiß, die meisten machen Kartoffelstampf aus mehlig kochenden. Ich mag die Konsistenz aber überhaupt nicht. Deswegen nehme ich am liebsten die Annabelle-Kartoffel und mache daraus meinen Kartoffelstampf. So, was wir als allererstes machen, ist klar, wir legen die Fischstäbchen, die fertigen, die legen wir einmal beiseite. So, und dann schnappen wir uns, würde ich sagen, als allererstes hier einmal unseren Wildlachs. Ja? Bei dem ist das Problem, dass der so ein bisschen, das kann man hier sehen, dass er so ein bisschen auseinanderfällt oft. Man könnte sich jetzt zum Beispiel eine Salzlake machen, ja? Also eine 10%ige Salzlake zum Beispiel. Oder ihr nehmt einfach ein bisschen mehr Salz als normal, würzt den vorher schon mal, ja? Einmal rundherum. Ordentlich würzen, dass der gut bedeckt ist. Lasst es einfach mal eine Viertelstunde stehen und dann sorgt das Salz dafür, dass die Struktur und das Eiweiß fester wird von dem Lachs. Spült es einfach wieder ab und dann könnt ihr es ganz normal noch mal ein bisschen nachwürzen und dann fällt der nicht so auseinander. Dann ist es für die Fischstäbchen auf jeden Fall besser. So, also ich schneide mir die jetzt allererstes einfach hier mal in eine Fischstäbchenform. Ja. Hier so Abschnitte, da könnt ihr euch eine Fischsuppe draus kochen oder sowas, einfach beiseite legen. So, und dann haben wir hier schön allerfeinsten Wildlachs. Und der wird dann einmal ordentlich gewürzt, ja. Also ihr könnt da auch ein bisschen Zitrone drüber machen. Ihr könnt da natürlich Gewürze eurer Wahl drüber machen. Ein bisschen Curry, könnt ihr immer so variieren, ja. Also ihr könnt dann zum Beispiel asiatische Fischstäbchen machen, ja. Auch ziemlich geil. So, dann kommt das Ganze direkt jetzt hier in Buchweizenmehl. Ja, einfach nur, dass das Ei gleich besser kleben bleibt. Hier schlagen wir uns schon mal ein Ei auf. Zack. Geben da auch ein bisschen Gewürz mit dran, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. So, verrühren das einmal. Und dann wird jetzt unser Lachs einfach da richtig schön drin gewälzt und kommt dann hier in die Cornflakes rein. Ja? Die habe ich einfach mit dem Mörser, einfach hier Cornflakes rein, ohne Zucker, ohne alles, einmal gemörsert und dann sieht es so aus, dann wird es richtig schön knusprig auch hinterher. So, wir machen jetzt eins gemeinsam, dann mache ich gleich den Rest und dann seht ihr, wie die fertigen Fischstäbchen aussehen. Zack, einmal hier rein, zack, einmal durchwälzen. Muss gar nicht allzu viel sein, Hauptsache es wird schön knusprig hinterher. So, und fertig. Also, so sehen unsere Fischstäbchen jetzt aus. Das war jetzt einfach, oder? Also, war jetzt kein Zauber- oder Hexenwerk. So, was ihr jetzt als nächstes machen könnt, ist natürlich den Ofen vorheizen. 220 Grad würde ich das machen. Dann könnt ihr die da drin backen oder ihr macht es im Airfryer zum Beispiel, mache ich jetzt gleich. Ich habe mir aber ein bisschen Butterschmalz genommen, habe den jetzt einfach hier in der Pfanne zerlassen und träufel die jetzt ganz einfach mit ein bisschen Butterschmalz. Ja, die Industrie macht das mit günstigem Sonnenblumenöl. Das wollen wir nicht. Wir brauchen aber so ein bisschen Fett. Man kann die natürlich auch in der Pfanne backen, ja. Dann braucht ihr wieder viel Fett. Aber so geht es auch wunderbar. Die werden schön knusprig durch die Cornflakes. Aber wir brauchen halt ein bisschen Fett. Ja. Butterschmalz gibt dem Ganzen nochmal einen schönen Geschmack auf jeden Fall.
Und dann kommen die gleich in den Ofen. Dann machen wir in der Zwischenzeit, während die jetzt backen, Kartoffeln habe ich jetzt halt schon gekocht, machen wir den Kartoffelstampf und leckeren Spinat. So, ab in den Ofen. So, jetzt machen wir den Spinat und ich finde an Spinat, also ich habe natürlich TK-Spinat genommen, ja. Es macht eigentlich wenig Sinn, ich liebe frischen Spinat, aber es macht wenig Sinn, ja, ihr wisst ja alle, wenn man frischen Spinat kauft, der fällt einfach so zusammen. Ihr braucht so einen großen Topf, es ist super aufwendig und da habt ihr halt einfach alle Vitamine erhalten, kauft euch TK-Blattspinat. So, und ich finde, Spinat, da gehört immer ordentlich Zwiebeln und Knoblauch dran, ja, also vor allem Knoblauch. Den schneiden wir uns einfach ein bisschen klein. Und ich habe ja hier den Butterschmalz zerlassen. Und dann braten wir den Knobi jetzt einfach ein bisschen da drin an. Noch ein paar Zwiebelwürfel mit dazu. Für Kids ist es wahrscheinlich ja, nicht das Richtige, wenn da Zwiebeln und Knobi dran sind. Aber das gibt halt einen richtig schönen Geschmack. Ja, also von daher würde ich da immer ein bisschen was dran machen. So, einfach ein paar Zwiebelwürfel, ein bisschen Knobi, anschwitzen, den Spinat mit dazu. Und dann darf der Blub nicht fehlen, ja, kennt ihr wahrscheinlich noch. Gibt es wahrscheinlich heute immer noch, weiß ich gar nicht. Aber da sind meistens Gewürze mit drin, ja, da sind halt auch meistens Sachen drin, die wollt ihr eigentlich gar nicht haben oder die braucht ihr nicht unbedingt. Deswegen macht es lieber selbst. Ich habe eine gute Sahne genommen und mache mir da einfach einen Schluck Sahne mit dran. Und dann ist das richtig schön Geschmack und gehaltvoll. So, das schwitzen wir einmal hier jetzt richtig schön an. So, und dann zeige ich euch einen Trick, weil bei Spinat ist es so, dass es sich oft einfach nicht so gut ja, von den Gewürzen her vermischen lässt. Deswegen machen wir jetzt gleich direkt hier die Gewürze rein und die Sahne da rein, kochen das einmal auf und dann geben wir den Spinat mit dazu und dann verteilen sich die Gewürze richtig schön gleichmäßig. Also einfach ein bisschen Salz mit dran machen. So, ihr könnt ja Gewürze eurer Wahl mit dran machen. Ich mache da ganz gern immer ein bisschen Muskatblütenpulver dran. Ja, also die Blüte der Muskatnuss. Sehr viel intensiver, muss man fein dosieren, aber ein sehr viel feinerer Geschmack. So, und dann gebe ich einfach hier die Sahne drauf. So, und lasse es jetzt ein bisschen einköcheln. So, und dann gebe ich den Spinat, der ist aufgetaut, gebe ich den mit dazu und dann verteilt sich jetzt der Geschmack und die Gewürze schön gleichmäßig. So, einmal aufkochen, probieren, fertig. Habt ihr richtig schön leckeren, cremigen Spinat. Ihr könnt natürlich noch ein bisschen Butter mit dran machen, natürlich dann wieder sehr gehaltvoll, aber so könnt ihr richtig leckeren Spinat zaubern. Ich mag es zum Beispiel ganz gerne, ein bisschen Kreuzkümmel mit dran zu machen, aber es ist halt Geschmackssache. So, der ist eigentlich fertig, den kochen wir gleich nochmal auf und jetzt machen wir unseren Kartoffelstampf. Beim Kartoffelstampf ist es so, wie gesagt, ich nehme ganz gerne festkochende Kartoffeln, ja, weil ich halt irgendwie die Konsistenz von mehligen nicht mag. Die Annabelle nehme ich am liebsten. Wichtig ist, dass die Kartoffeln heiß sind. So, und wir haben das früher im Sterne-Restaurant so gemacht, dass wir einfach ein Sieb genommen haben und haben dann zum Beispiel, dass es richtig schön fein und cremig wird, haben wir das Ganze dann mehrfach durchs Sieb durchgedrückt. Machen wir hier nicht, ist absoluter Quatsch, macht ihr nicht zu Hause. Ist natürlich eine sehr feine Konsistenz. Dann am besten war die Konsistenz, wenn man die Hälfte Kartoffeln hat und die andere Hälfte Butter. Ja? Super cremig, sau lecker, aber brutal viel Kalorien. Machen wir nicht. Wir machen das einfach, wie es meine Oma schon gemacht hat, mit dem Kartoffelstampfer. Und dafür mache ich jetzt ganz einfach die Kartoffeln hier in die Schüssel rein. Und dann geben wir da gleich einfach nur ein bisschen Butter und Sahne mit dazu. So, und da auch wieder ist es am einfachsten, wenn ihr ein bisschen Sahne oder Milch nehmt zum Beispiel und die auch einmal erhitzt, ja, heiß machen und da schon die Gewürze reintun. Ja, also auch ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Ihr könnt auch ein bisschen Muskat mit reinmachen. So. Und ich nehme ganz gerne Boxhornkleesamen. Absoluter Geheimtipp. Ja. Habe ich mir hier in so eine Mühle reingemacht. Und dann, wenn man den Deckel abmacht, kann man sich hier schön Boxhornkleesamen reinmachen. So.
So, nur so ein bisschen, richtig feiner Geschmack, ja. So, einmal heiß machen, dann verteilen sich jetzt ja schön die Gewürze und dann gebe ich das jetzt gleich einfach hier drüber mit ein bisschen Butter. Auch natürlich viele Kalorien, muss nicht sein, wird aber cremig, ja. Wisst ihr alle? So, einfach ein bisschen Butter mit dazu und dann wird das Ganze richtig schön zu einem Kartoffelstampf durchgestampft. Also ich mag das, wenn da richtig schön noch Stücke drin sind und es muss nicht so ein ultra krasses, feines Püree sein. Und vor allem, wenn man festkochende Kartoffeln nimmt, dann hat man einen richtig schönen Geschmack drin. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr die Kartoffeln kocht, ja, also wenn ihr die schält und dann kocht, immer ein bisschen Salz ins Wasser natürlich zu machen und gebt ein kleines Stückchen Butter ins Kochwasser mit dazu. Dann bekommen die Kartoffeln eine sehr viel gelbere Farbe. Ja. So, also einmal hier ordentlich durchdrücken und auf jeden Fall nicht pürieren mit dem Pürierstab, weil dann fängt es an leimig zu werden. Und das wollen wir nicht, sondern es soll richtig schön fluffig, locker, leicht sein. Dann habt ihr hier ein schönen Kartoffelstampf. Der sieht so aus. Ja? So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch auf die Fischstäbchen warten und anrichten. Ich habe mich jetzt doch umentschieden und habe die Fischstäbchen jetzt doch einfach mal hier in die Ninja Crispy gehauen. Habe ich so auch noch nicht gemacht, das wollte ich jetzt mal testen. Und während wir jetzt warten, bis sie gleich fertig sind, könnt ihr auf jeden Fall schon mal ein Abo da lassen und den Kanal kostenlos abonnieren. Damit supportet ihr uns und wir können weiterhin geiles Zeug machen. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was wir als nächstes machen sollen. Also, unsere Fischstäbchen sind jetzt startklar. Und ich habe hier schon mal das Kartoffelpüree angerichtet. Den Spinat machen wir jetzt hier schön auf den Teller drauf. Ja. So. Und dann kommen jetzt unsere lecker saftigen Fischstäbchen dazu. So. Und die sehen so aus. Zack. 1, 2. Also ihr könnt es auch hören. Die sind richtig schön knusprig. Wir können mal eins aufschneiden. Und die sind auch richtig schön saftig. Ja. So, die Fischstäbchen dazu. Zack, Kartoffelpüree. Wir können hier noch ein bisschen Zitrone mit dazulegen. Und bei uns gab es früher zum Beispiel immer eine Remoulade. Ja? Remoulade kann man auch in gesünder machen, mit weniger Öl. Wenn ihr ein Remouladenrezept wollt, das wir hier mal mittwochs machen, dann schreibt auch das gerne unten in die Kommentare. So, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Kartoffelstampf, Rahmspinat, Fischstäbchen, alles ein bisschen gesünder als normal. Probiert es unbedingt aus, lasst es euch schmecken. Lasst auf jeden Fall ein Like für das Video da, wenn es euch geholfen und gefallen hat und ein kostenloses Abo, um uns zu supporten und um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns, ich denke, am Sonntag oder nächsten Mittwoch wieder. Also, macht's gut, wir zeigen es euch nochmal nah. Over and out, euer Frank the Tank.